Welches Fenster kann schon von sich behaupten, dass es, bevor es denn eingesetzt wurde, schon mal einen Zweck erfüllt hat? Wir gemeinsam mit der Firma Gerd sind hier, um das Projekt Bellhaber zu präsentieren, was im Grunde genommen die gelebte Kreislaufwirtschaft darstellt. Im Architektursommer ist dieses Ganze mit viel Mut und allen Beteiligten entstanden, wo man aus einem Kunstprojekt heraus das Thema Kreislaufwirtschaft angegangen ist, um es dann hier finalisiert umzusetzen. Also unser Mehrengagement im Rahmen des Architektursommers basiert auf dem Thema Nachhaltigkeit. Das Projekt selber ist eine auf Nachhaltigkeit und zirkulärer Bauen basierende Installation, die perfekt zu unserem Werkstoff, zu unserem Credo, zu unserer Firmenphilosophie passt, dass sich Werkstoffe in einem zirkulären Fluss bewegen müssen und einer stetigen Wieder- und Weiterverwendung unterliegen. Thema ist eben Nachhaltigkeit oder Zirkularität. Dann sind wir eben auf den Lukas Lemplinski gestoßen und das Büro Umschichten mit dem Konzept Precycling, und das ist halt, hat uns gleich sozusagen, hat gleich was bei uns getriggert und gesagt, super, das passt doch wunderbar. Und so fing es eigentlich an, dass wir uns mit Schüco zusammengesetzt haben und haben gesagt, okay, was habt ihr eigentlich hier? Welches Potenzial hat das Produkt, das dort entsteht, für eine anderweitige Nutzung in Form eines Baus sozusagen? Das war die Frage. Und dann sind wir zusammen auf Reise gegangen und sind hier eingetaucht in die fantastischen Welten der Profile, der Fensterprofile, und haben dort versucht, ästhetische Qualitäten auch rauszuarbeiten, die interessant sein könnten, um die in einem Pavillon sozusagen abzubilden. Ja, das sind alles Profile, die in unserem Haus verwendet werden. Und gerade dieser Begriff der Nachhaltigkeit steht ja im Mittelpunkt. Im Sinne des Precyclings versuchen wir sozusagen diese Zirkularität an einer anderen Stelle zu thematisieren. Ja, was ist, wenn wir Materialien benutzen, bevor sie benutzt werden sozusagen? Bevor das Fenster gebaut wird aus dem Schüco-Profil, können wir daraus schon etwas bauen. Ja? Das ist sozusagen ein Ansatz, der eigentlich generell die Architektur in einer permanenten Transformation begreift. Jeder verfolgt vielleicht auch die Geschichte, diese Geschichte, die wir gemeinsam erzählen, von dem Anfang dieser Planung, der Ideen, der ersten Ideen, bis hin zu den Materialien, die dann nach dem Hamburger Architektursommer in einem finalen Bauwerk verbaut werden. Das erste aktive Projekt ist Bellhaber, wo wir recycelte Profile umsetzen und verwenden und einbauen können. Quasi das Pilotprojekt. Die Firma Schüco hat im Grunde mit dem Beschichter am Vorwege und so darüber natürlich um uns schon ein Konzept entwickelt, wie wir die Qualitätskontrolle sicherstellen können. Diese wurde auch schon beim Beschichter durchgeführt. Man kann wirklich sagen, die Nachhaltigkeitsanforderungen hier in der Hamburger Hafen City sind sehr, sehr hoch. Sie werden nicht zuletzt durch das sehr begehrte Hamburger Umweltzeichen dann auch bestätigt, was jedes Haus hier auch erreichen muss. Und die Fenster sind ein Teil davon und die leisten einen sehr großen Teil auch, dass wir die Anforderungen der Hafen City hier erfüllen. Wir haben die Profile ganz normal geliefert bekommen. Ganz normaler Standard, ganz normale Qualität, ganz normale Verarbeitung. Sie haben keine negativen Einflüsse. Wir haben eigentlich in der Produktion oder in der Montage keine Unterschiede gemerkt. Alte Fenster wieder in den Prozess zu bringen und dieses entsprechend recycelfähig umzusetzen und das Gebäude als Rohstofflager der Zukunft anzusehen, ist gelebte Praxis bei Schüco, weil das alles, was wir hier sehen, ist am Ende des Tages auch nach der Lebenszeit des Gebäudes noch etwas wert und kann auch entsprechend monetarisiert werden. All diese Themen können wir mit unserem Aluminiumfenster sauber spielen, weil die gesamte kreislauffähige Prozesskette dort abgebildet ist und das Fenster in all seine Einzelteile zerlegt wird, über Granulatverfahren und Sortierverfahren auch so sauber getrennt wird, dass 98% dessen, was am Fenster verbaut wird, auch wieder recycelt wird. Und ich glaube schon unter dem Motto nichts verschwenden, wiederverwenden, zeigt diese Zwischennutzung der Profile einfach, dass Gebäude Rohstofflager sind und dass dieser Rohstoff Wertstoff ist, der am Ende des Tages weiterverwertet wird.
Gemeinsam mit dem Künstler ist ja eine Installation entstanden, tatsächlich aus unseren Profilen, die jetzt im Haus verbaut sind. Ich fand auch die Installation großartig, es hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich waren wir dabei.